Die Pokémon-Spiele sind dafür bekannt, dass die Pokémon-Designs echten Dingen nachempfunden sind. Meistens handelt es sich dabei nur um Tiere oder Gegenstände, aber manchmal ist die Geschichte dahinter doch etwas komplexer und interessanter. Eins dieser Beispiele wären Xerneas, Yveltal und Zygarde. Diese drei aus der 6. Generation bekannten Pokémon sollen der nordischen Mythologie nachempfunden sein. In der nordischen Mythologie sollen die Götter, nachdem sie den Riesen Ymir getötet haben, aus seinem Leichnam alle existierenden Dinge geschaffen haben. Dabei war der Weltenbaum Yggdrasil der erste Baum, der gewachsen ist. Er ist zudem der größte und prächtigste Baum der Welt. Die Äste des Baumes sollen sich über alle 9 Welten erstrecken, weswegen der Baum als Mittelpunkt des Universums gesehen wird. Der Baum ist sogar so wichtig, dass er gleich 3 Wächter hat, die über die 3 verschiedenen Bereiche wachen. Asgard ist die Heimat der Götter und wird von einem namenlosen Adler bewacht. Dieser Adler ist blind und soll die Lebewesen sowie die Welt beobachten. Dafür hat er die Gabe, in die Seele aller Lebewesen Yggdrasils zu schauen. Zwischen den Augen des Adlers soll zudem ein Habicht namens Vedafölnir gelebt haben. Der Adler wird in Pokémon durch Yveltal symbolisiert. Die blauen Augen Yveltals lassen darauf schließen, dass es tatsächlich blind sein könnte. Das ist aber lediglich Spekulation. Seine Aufgabe scheint sich aber gänzlich von der des Adlers zu unterscheiden. Anstatt über die Pokémon zu wachen, raubt Yveltal ihnen die Energie, um sich selbst am Leben zu halten. Als nächstes kommen wir zu Midgard. Midgard ist die Heimat der Sterblichen und wird von 4 Hirschen namens Dain, Dvalin, Dunner und Durator bewacht, welche die Zweige und Knospen des Weltenbaums fressen. Xerneas scheint von diesen 4 Hirschen inspiriert worden zu sein. Ein Pokédex-Eintrag lässt aber etwas anderes vermuten. Legenden nach kann dieses Pokémon ewiges Leben spenden. In Gestalt eines Baumes ist es aus seinem 1000-jährigen Schlaf erwacht. Dies lässt vermuten, dass es sich bei Xerneas nicht etwa um einen der 4 Hirsche handelt, sondern um den Weltenbaum an sich. Dieser steht symbolisch nämlich für ewiges Leben bzw. Unsterblichkeit. Ein anderer Pokédex-Eintrag gibt sogar noch mehr Informationen. Es heißt, dieses Pokémon spende ewiges Leben, sobald das Geweih auf seinem Kopf in 7 verschiedenen Farben leuchtet. Das Interessante hierbei ist aber nicht der Teil mit dem ewigen Leben, sondern die 7 verschiedenen Farben. Diese 7 Farben, die man im Geweih von Xerneas sieht, kann man auch anhand der 7 verschiedenen Gebiete der nordischen Mythologie sehen. Dass Xerneas tatsächlich die Gestalt von Yggdrasil darstellen soll, liegt also nahe. Zuletzt kommen wir zur Unterwelt Niflheim, die von einem schlangenartigen Drachen namens Nidhögger bewacht wird, welche die Toten peinigen soll. Dieser schlangenartige Drache wird in Pokémon durch Zygarde symbolisiert. Zygarde lebt ebenfalls im Untergrund und beobachtet von dort aus die Pokémon. Seine Pokédex-Einträge legen nahe, dass Zygarde sich um die Schädlinge der Pokémon-Welt kümmert, ähnlich wie Nidhögger die Toten peinigen soll. Es wird gemutmaßt, dass es von seiner Höhle aus all jene beobachtet, die dem Ökosystem Schaden zufügen. Wenn das Ökosystem der Kalos-Region kippt, erscheint dieses Pokémon und offenbart seine geheimen Kräfte. Sogar Zygardes wahre Form scheint von dieser Mythologie inspiriert worden zu sein. Diese scheint nämlich Hel, dem Herrscher Helheims, nachempfunden zu sein. Hel wird oftmals als halb tot und halb lebendig dargestellt, was sich auch in Zygardes wahrer Form wiederfinden lässt. Auf der einen Seite hat es die rote Farbe Yveltals in sich, was für den Tod steht, und auf der anderen Seite hat es die blaue Farbe Xerneas in sich, was für ewiges Leben steht. Das ist bereits ein sehr starkes Anzeichen dafür, dass Xerneas, Yveltal und Zygarde tatsächlich von der nordischen Mythologie inspiriert worden sind. Aber es gibt noch eine Kleinigkeit hinzuzufügen. Die Buchstaben X, Y und Z, die letztendlich namensgebend für die Editionen der 6. Generation waren und auch das Design der jeweiligen legendären Pokémon beeinflusst haben, lassen sich auch in der nordischen Mythologie wiederfinden. X, Y und Z stehen hier nämlich für die 3 Bereiche Midgard, Asgard und Niflheim. Dadurch liegt die Verbindung zwischen der nordischen Mythologie und den Pokémon tatsächlich ziemlich nahe. Ob die Pokémon aber wirklich von der nordischen Mythologie inspiriert worden sind, weiß momentan niemand so genau. Aber wer weiß. Vielleicht bekommen wir in Pokémon Z ja den ein oder anderen neuen Hinweis darauf. Ich danke euch auf jeden Fall sehr fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann!